Mein Name ist Cornelia Kricheldorf, ich komme aus Freiburg. Ich war über 20 Jahre lang Professorin an der Katholischen Hochschule in Freiburg mit dem Schwerpunkt soziale Gerontologie und soziale Arbeit im Gesundheitswesen. Und ich habe seit über 20 Jahren Projekte in der Ukraine, kenne die Ukraine gut in allen Regionen. Ich bin in der Funktion als Projektkoordinatorin eines der geförderten Projekte hier. Es ist das NADIA-Projekt. Das NADIA-Projekt steht übersetzt für Hoffen und Handeln. In diesem Projekt geht es darum, dass wir multiprofessionelle Teams, also Mediziner, Pflegekräfte, Sozialarbeiter, Psychologen, Psychotherapeuten, gemeinsam schulen in einer Art Ersten Hilfe bei psychischen Belastungen, psychosoziale Unterstützung mit einer Orientierung auf Trauma. Wir kennen die Bilder von Schwangeren, die aus zerstörten Krankenhäusern herausgefahren werden im Osten der Ukraine. Aber wir haben auch im Westen der Ukraine, und unser Partner ist in Lviv, in Lemberg, in der Westukraine, eine ganz große Belastung im Gesundheitssystem, weil dort IDPs, also Internal Displaced Persons, in einer ganz großen Zahl angekommen sind und gesundheitliche Versorgung brauchen, ganz speziell auch im psychischen Bereich. Die sind hoch traumatisiert. Die haben erlebt, dass ihnen alles verloren gegangen ist und dass sie ihre angestammten Dörfer und Städte verlassen mussten. Das sind Menschen, die brauchen Unterstützung. Wir haben ein gut evaluiertes und seit Jahren international angewendetes Modell gemeinsam, das ist die psychosoziale Grundversorgung, gemeinsam mit den ukrainischen Kolleginnen nochmal auf Herz und Nieren geprüft, haben geguckt, was können wir davon brauchen, was müssen wir anpassen, was ist gar nicht brauchbar für die Ukrainer. Und wir haben das in einer Form gemacht, nicht online, sondern wir haben 8 komplette Seminarwochen in Freiburg durchgeführt, zu denen jeweils diese Fachkräfte aus Lviv angereist sind. Und wir haben im Dialog mit ihnen jetzt ein Programm entwickelt, das tatsächlich auf die Ukraine ausgerichtet ist. Ich würde sagen, maßgeschneidert ist nach dem, was die Einschätzung der ukrainischen Expertinnen ist. Ich glaube, wichtig ist immer, dass wir überlegen, wie können diese Ansätze, die wir gemeinsam vermitteln, ins System übertragen werden. Wie können sie nachhaltig gemacht werden? Wie können sie auch dieses System vor Ort ein Stück weit stärken und verändern und vielleicht auch damit ein Stück weit resilienter machen?